Hallo und herzlich willkommen beim Deutschblitz Podcast. Heute erklären wir, warum Deutsche das Wandern so lieben. Viel Spaß beim Zuhören und Lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen, prall gefüllten und, wie sollte es anders sein, perfekt ausgerüsteten Folge des Deutschblitz Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist. Such dir einen gemütlichen Platz, stell deine Wanderschuhe schon mal bereit oder lass sie im Schrank, wenn du es lieber bequem magst. Atme tief durch. Heute begeben wir uns in die freie Natur. Wir verlassen die stickigen Büros und die lauten Straßen und tauchen ein in ein Phänomen, das so tief in der deutschen Seele verwurzelt ist, wie der Wunsch nach einer pünktlichen Bahn. Wir sprechen über das Wandern. Aber Vorsicht! Wenn ein Deutscher Wandern sagt, dann meint er meistens nicht nur einen entspannten Spaziergang. Das ist kein Hobby, das ist eine Mission, eine echte Materialschlacht. Hast du dich schon einmal gefragt, warum Menschen in einem völlig flachen Park in Berlin oder Hamburg so herumlaufen, als wollten sie in der nächsten Stunde den Mount Everest besteigen? Warum tragen sie Hosen mit 20 Taschen und Schuhe, die schwerer sind als ein kleiner Kleinwagen? Genau das schauen wir uns heute an. Wir schauen hinter die Kulissen der deutschen Outdoor-Kultur und finden heraus, warum wir Deutschen ohne Hightech-Ausrüstung nicht einmal einen Maulwurfshügel überqueren würden. Stell dir vor, es ist ein ganz normaler Samstag. Du möchtest einfach nur ein bisschen frische Luft schnappen. Du ziehst deine bequemste Jeans an, du wirfst dir einen leichten Pullover über, du schlüpfst in deine alten Sneaker. Du gehst in den Wald am Stadtrand. Es ist ein schöner, breiter Weg, völlig flach. Eigentlich könnte man dort auch mit dem Skateboard fahren. Und dann passiert es. Dir kommt eine Gruppe entgegen. Zuerst hörst du sie. Klack, klack, klack. Ein metallisches Geräusch, das im Rhythmus eines Metronoms den Waldboden bearbeitet. Dann siehst du sie, eine Gruppe von Menschen in leuchtenden Neonfarben. Neongelb, giftgrün, knallorange. Du blinzelst kurz, weil du denkst, die städtische Müllabfuhr macht einen Betriebsausflug. Aber nein, das sind deutsche Wanderer. Sie tragen Wanderschuhe, die so massiv sind, dass sie wahrscheinlich eine Explosion überleben würden. Die Sohlen haben ein Profil, mit dem man senkrechte Wände hochlaufen könnte. Ihre Hosen sind aus einem speziellen Stoff, der im Labor von Raketenwissenschaftlern entwickelt wurde. Er ist wasserabweisend, winddicht, mückendicht und wahrscheinlich auch kugelsicher. Und dann sind da die Wanderstöcke, diese Teleskopdinger aus Carbon. Sie schwingen sie mit einer Präzision, als würden sie gerade eine wichtige Schlacht gewinnen. Du grüßt freundlich mit einem Hallo, aber die Wanderer schauen dich nur mitleidig an. In ihren Augen bist du ein Amateur, ein Wahnsinniger, der ohne GPS und ohne atmungsabweisende Unterwäsche in die Wildnis geht. Für sie bist du jemand, der das Risiko liebt. Und der Deutsche hasst, wie wir wissen, unkalkulierbare Risiken. Ein Wort, das du in Deutschland unbedingt lernen musst, wenn du über Kleidung sprichst, ist das Zwiebelprinzip. Nein, das hat nichts mit Kochen zu tun. Das Zwiebelprinzip besagt, dass man viele dünne Schichten Kleidung übereinander trägt, genau wie die Schichten einer Zwiebel. Warum? Weil der deutsche Wanderer auf jede meteorologische Katastrophe vorbereitet sein muss. Die erste Schicht ist die Funktionsunterwäsche. Sie sorgt dafür, dass der Schweiß sofort vom Körper wegtransportiert wird. Ein Deutscher hat panische Angst davor, dass sein Rücken nass wird. Die zweite Schicht ist die Isolationsschicht, meistens aus Vlies. Und die dritte Schicht ist schließlich die Hardshelljacke. Das ist die heilige Rüstung des Wanderers. Diese Jacken sind oft von Marken wie Jack Wolfskin, Mammut oder Gore-Tex. Es ist fast wie eine Uniform. Wenn du in Deutschland eine solche Jacke trägst, gehörst du dazu. Du signalisierst der Welt, ich bin bereit für den Regen, ich bin bereit für den Wind, ich bin bereit für alles, was Mutter Natur gegen mich wirft.
Es gibt diesen einen Satz, den du in jedem deutschen Haushalt hörst, sobald eine dunkle Wolke am Himmel erscheint. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Dieser Satz ist die absolute Rechtfertigung für den Kauf einer 600-Euro-Jacke, die man dann nur einmal im Monat trägt, um zum Bäcker zu gehen. Aber das Gefühl, dass man könnte, wenn man wollte, ist für uns unbezahlbar. Aber die Kleidung ist erst der Anfang. Das Herzstück der Ausrüstung ist der Wanderrucksack. Ein deutscher Wanderrucksack ist ein technisches Wunderwerk. Er hat ein spezielles Belüftungssystem am Rücken, damit man dort nicht schwitzt. Wieder diese Angst vor Feuchtigkeit. Er hat Brustgurte, Beckengurte und Kompressionsriemen. Wenn ein Deutscher seinen Rucksack festschnallt, sieht es aus, als würde er sich für einen Fallschirmsprung vorbereiten. Und was ist drin? Oh, das ist der interessante Teil. In einem ordentlichen Rucksack findest du die Brotzeitbox. Wir Deutschen lieben unsere Brotzeit. In der Box liegen ordentlich belegte Vollkornbrote, oft mit Käse oder Schinken und natürlich ein Apfel. Dazu kommt die Trinkblase. Das ist ein Beutel im Rucksack mit einem Schlauch, der über die Schulter nach vorne führt. So kann der Wanderer trinken, ohne anzuhalten. Warum? Weil wir effizient sein wollen. Wir wollen den Flow nicht unterbrechen. Außerdem gehört ein Erste-Hilfe-Set hinein, das groß genug ist, um eine kleine Operation im Wald durchzuführen. Blasenpflaster, Desinfektionsspray, eine Rettungsdecke und vielleicht sogar ein Signalspiegel. Man könnte ja im Stadtwald von Stuttgart verloren gehen und die Rettungshubschrauber müssen einen finden. Hier kommen wir zu einem psychologischen Aspekt der deutschen Mentalität, dem Freizeitstress. Ein faszinierendes Wort. Freizeit sollte eigentlich Entspannung bedeuten. Aber für viele Deutsche ist Freizeit eine weitere Gelegenheit, Leistung zu zeigen. Wenn wir wandern gehen, dann wollen wir nicht nur ein bisschen laufen. Wir wollen eine Tour machen. Wandern hat in Deutschland übrigens eine sehr lange Tradition. Schon im 19. Jahrhundert, in der Epoche der Romantik, war das Wandern ein Symbol für Freiheit und die Suche nach sich selbst. Dichter wie Goethe oder Maler wie Caspar David Friedrich haben das Wandern idealisiert. Heute haben wir die Romantik vielleicht ein bisschen durch Technik ersetzt, aber der Drang nach draußen ist geblieben. Wir tracken unsere Schritte mit der Smartwatch, wir zählen die Höhenmeter, wir vergleichen unsere Zeiten auf Apps wie Komoot oder Strava. Gestern habe ich 18 Kilometer gemacht und 600 Höhenmeter. Ach ja, ich war im Schwarzwald, 22 Kilometer und 800 Höhenmeter. Bei Regen. Das ist fast wie ein Wettbewerb. Wer hat die beste Ausrüstung? Wer hat die längste Strecke geschafft? Wer war am besten vorbereitet? Wandern ist in Deutschland oft ein Sport, bei dem man gegen sich selbst und gegen die Natur antritt, aber mit dem bestmöglichen Netz und doppelten Boden. Das ist kein Spaziergang, das ist Arbeit an der eigenen Fitness. Was das Wandern in Deutschland so besonders macht, ist die unglaubliche Organisation. Wir lieben die Natur, aber wir lieben es noch mehr, wenn die Natur uns sagt, wo wir langgehen sollen. Überall hängen Schilder, kleine gelbe Pfeile, rote Punkte, blaue Striche. Es gibt Wanderkarten, die so detailliert sind, dass man darauf wahrscheinlich jeden einzelnen Baum finden kann. Es gibt in Deutschland Tausende von Wandervereinen. Das sind Gruppen von Menschen, die am Wochenende nicht nur wandern, sondern auch die Wege pflegen. Sie schneiden Büsche zurück, sie malen die Markierungen an den Bäumen nach und sie stellen sicher, dass keine Wurzel zu weit aus dem Boden ragt. Das führt zu einer paradoxen Situation. Wir kaufen die teuerste Ausrüstung für extrem schwieriges Gelände. Aber wir laufen auf Wegen, die so perfekt gepflegt sind, dass man sie eigentlich auch mit dem Staubsauger reinigen könnte. Aber das spielt keine Rolle. Das Gefühl zählt.
Wenn man seine Teleskopstöcke in den weichen Waldboden stößt, fühlt man sich wie Reinhold Messner, der gerade den Nanga Parbat bezwungen hat. Auch wenn man eigentlich nur 200 Meter von der nächsten Bushaltestelle entfernt ist. Aber jetzt mal ehrlich, warum machen wir das alles wirklich? Ist es wirklich nur die Liebe zur frischen Luft und zur Bewegung? Nein. Das wahre Ziel jeder deutschen Wanderung ist die Einkehr. Die Einkehr ist der Moment, in dem man die Hütte oder das Waldgasthaus erreicht. Das ist der heilige Gral des Wandertages. Ohne Einkehr ist eine Wanderung in den Augen eines Deutschen nur eine sinnlose Bewegung von A nach B. In der Hütte herrscht eine ganz eigene Atmosphäre. Es riecht nach Holz, nach deftigem Essen und nach Wanderern in Funktionskleidung. Man setzt sich an die langen Tische, packt seine Stöcke in die Ecke und bestellt erst einmal ein großes Getränk. Meistens ist es eine Apfelschorle, die isotonische Wunderwaffe des deutschen Freizeitsportlers, oder ein alkoholfreies Weizenbier. Und dann das Essen. Hier gibt es keine Diät. Hier gibt es Käsespätzle mit Röstzwiebeln, eine deftige Erbsensuppe oder eine riesige Brotzeitplatte. In diesem Moment ist aller Freizeitstress vergessen. Man hat es geschafft, man hat die Natur bezwungen, die Ausrüstung hat gehalten, die Schilder haben einen nicht im Stich gelassen und jetzt bekommt der Körper die Belohnung. Das ist die pure deutsche Glückseligkeit. Dein Worttraining, Fachsimpeln und Co. Bevor wir die heutige Tour beenden, möchte ich dir noch ein paar sprachliche Schätze mitgeben, die du bei deiner nächsten Wanderung benutzen kannst. Erstens, Fachsimpeln. Das haben wir schon kurz erwähnt. Wenn sich zwei Wanderer über die Dicke ihrer Socken oder die Wasserdichtigkeit ihrer Jacken unterhalten, dann fachsimpeln sie. Zweitens, der Schweinehund. Genauer gesagt, der innere Schweinehund. Das ist das kleine Tier in deinem Kopf, das sagt, bleib lieber auf dem Sofa. Wenn du wandern gehst, musst du deinen inneren Schweinehund besiegen. Drittens, die Wanderlust. Ein Wort, das es sogar ins Englische geschafft hat. Es beschreibt diesen tiefen inneren Drang, die Welt zu Fuß zu erkunden. Ein kleiner Ausblick. Was kommt als nächstes? Ich hoffe, diese kleine Reise durch den deutschen Wanderwahn hat dir gefallen. Du siehst, hinter jedem neongelben Wanderer steckt eine Philosophie der Sicherheit, der Vorbereitung und der puren Freude an der Organisation. In der nächsten Folge wird es noch kurioser. Wir verlassen den Wald und gehen dorthin, wo der Deutsche seinen Müll in Gold verwandelt. Wir sprechen über ein Wort, das fast wie ein Altar in jedem Supermarkt steht, den Pfandautomaten. Warum wir Plastikflaschen sammeln wie wertvolle Diamanten und warum es fast ein nationales Trauma ist, wenn der Automat die Flasche nicht annimmt, das erfährst du das nächste Mal. Vielen Dank fürs Mitwandern heute. Schreib uns doch mal, hast du schon mal einen typisch deutschen Wanderer gesehen? Oder besitzt du vielleicht selbst schon eine Jacke mit 20.000 mm Wassersäule? Wir freuen uns auf deine Geschichten. Bleib aktiv, bleib neugierig und vor allem bleib dran am Deutschlernen. Es ist wie beim Wandern. Der Weg ist das Ziel, aber die Einkehr am Ende schmeckt am besten. Deutsch denken, Deutsch fühlen, Deutsch Blitz. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleib auf dem Weg und achte auf die Markierungen. Und denk dran, es gibt kein schlechtes Wetter. Tschüss und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert für mehr.